Mein Name ist Jonas Plöger. Ich habe einen Verlag namens Sagawa. Dieser Name ist entlehnt einer Geschichte von Edward Gorey, einem amerikanischen Autor. Im Hauptberuf bin ich Kameramann, unter anderem bei der Heute-Show oder bei Böhmermann oder Caroline Kebekus, und habe dann vor 8 Jahren angefangen, den Verlag Sagawa aufzubauen, um da auch ein kleines Gegengewicht für mich zu bilden, und es macht einen unfassbaren Spaß. Sagawa ist in erster Linie ein Verlag, der sich mit fantastischer und anspruchsvoller Horrorliteratur beschäftigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit ungewöhnlichen Kunstbüchern. Autoren finde ich, und manchmal wird Sagawa gefunden von Autoren, die sagen so, wow, da macht jemand Bücher, die offensichtlich ein bisschen anders sind als Bücher, die man so auf dem Stapel in der Großbuchhandlung findet. Und durch das Lesen dieses Buches entwickelt sich nach und nach ein Verhältnis auch zu diesem Buch, und es entstehen erste Bilder einer äußeren Gestaltung für dieses Buch. Hier haben wir The Feathered Bow von Stephen J. Clark, ein Roman, der in der Psychiatrie spielt. Und wir haben versucht, einen Einband zu finden, wo der Leser tatsächlich in das Buch hineingezogen wird, wie durch einen Sog hineingezogen. Ich finde es einfach wirklich spannend, ein Buch, was mich begeistert, auch in eine Form zu bringen, die dem Inhalt entspricht. Und das Buch quasi zu feiern, auch als Objekt stehen lassen zu können, wie auch das Buch lesen zu können. Das Buch, woran ich momentan gerade arbeite, ist Moria von Daniel Mills, ein amerikanischer Literaturprofessor. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir doch, nachdem es viele Jahre als Taschenbuch nur erhältlich war in Amerika, es in Deutschland in englischer Sprache in einer besonderen Aufmachung herauszubringen. Da es sich um einen Mord in Vermont in den USA um 1850 handelt, inhaltlich, habe ich gesagt, okay, lass uns doch versuchen, mal Zeitungen aus der Zeit und aus der Region, wo dieser Mord stattgefunden hat, zu finden. Und da Zeitungen ja noch damals mit Bleisatz hergestellt worden ist, mit Drucklettern, habe ich gedacht, das wäre eine schöne Idee, wenn wir Buchstaben aus Metall schneiden lassen und applizieren sie dann halt eben hier auf dem Cover, um so den Titel in 2 Dimensionen darzustellen. Wenn ich dann weiß, wie das Buch aussehen kann, suche ich die Zusammenarbeit mit verschiedenen Handwerkern und freue mich, wenn ich das in der Region finde. Eine Buchbinderei, die ich besonders schätze in Düsseldorf, ist die Buchbinderei Mergemeyer, mit denen ich im Dialog dann Materialien finde und Umsetzungen erarbeite. Also das finde ich schon sehr schönen Kontrast, und das würde ja vielleicht auch mit dem Grün gut korrespondieren. Ja, doch, denke ich schon. Ja. Kann ich gar nicht beschreiben, wie viel Spaß das macht. Diese Bücher sind natürlich wie Babys für mich. Ne? Am liebsten würde ich sie behalten. Und interessanterweise werden die meisten Bücher in den USA gekauft, weil dort ein anderer Sammlermarkt existiert im Verhältnis zu den Märkten hier in Deutschland. Tatsächlich glaube ich, dass wir uns generell einfach zu einer grafischen Gesellschaft entwickeln und dass Texte, die illustriert werden, eine ganz andere Art von Wahrnehmung erfahren als der reine Text. Und insofern freut mich das sehr, weil es genau meinem Interesse entgegenkommt, Kunst und Literatur zusammenzubringen.